Freiheit, Harmonie, Liebe, Aufrichtigkeit, Selbstbewusstsein, Selbstachtung, Selbstwertigkeit, das sind die Werte. Aber siehst du, das sind Dinge, die man ausführen muss. Das ist eine sehr gute Methode. Singen, da kann man sich mit allen Menschen, die ein bisschen harmonisch sind, kann man sich verständigen. Selbst harmonisch und harmonisch für die anderen, für die Mitmenschen. Ja, was ich zu sagen habe, ist das, was ich immer wieder gesagt habe, schon früher. Man muss den Menschen die Lehre, die Mission verbinden können, verstehst du? Dass sie lernen, dass sie alle Werte des Lebens lernen, die schöpferischen Gesetze und Gebote, also die schöpferisch-natürlichen Gesetze und Gebote, dass diese gelernt werden, analysiert werden, befolgt werden und umgesetzt werden, damit der Mensch in sich selbst einerseits friedlich, harmonisch ausgeglichen wird, Liebe für sich selbst hat, Mitgefühl für sich selbst aufbringt, selbstehrlich ist, Achtung vor sich selbst hat, nicht egoistisch ist, sondern gut ist, dass er in Würde lebt und das zusammen auch die gesamten Werte für die Mitmenschen gibt. Egoismus ist in der Regel gut und schlecht. Wenn es darum geht, das Leben selbst zu erhalten, ist eine bestimmte Form von Egoismus notwendig, Selbstegoismus, um sich selbst am Leben erhalten zu können, um durch das Leben gehen zu können, um das zu haben, was du brauchst an Nahrung und Getränk, an Stoff für Wissenentwicklung und so weiter und so fort. Da ist ein Selbstegoismus angebracht und von richtiger Form. Aber wenn es eben darum geht, weißt du, einen Egoismus an den Tag zu legen, der den Mitmenschen oder dir selbst schadet, dann ist es eben negativ. Es hat immer alles zwei Seiten. Ja, alles. Eine gute, eine schlechte, eine positive, eine negative. Negativ muss nicht unbedingt schlecht sein, positiv muss nicht unbedingt gut sein. Wir haben einfach 4 Begriffe, negativ und positiv und schlecht und gut. Und diese Werte musst du, je nachdem, was es eben gerade ist, musst du speziell definieren. Wenn etwas gut ist, dann sagt man normalerweise, es ist auch positiv. Oder? Aber es muss nicht unbedingt positiv sein in dem Rahmen, wie das Positiv eben bewertet wird, dass es starke Energie abgibt.
Oder? Es kann einfach etwas gut sein in einem ganz vernünftigen, normalen Rahmen, ohne dass eine große, starke Energie und Kraft dahinter steckt. Und beim Negativen und Schlechten ist das genau dasselbe. Die Entwicklung, was sich ergibt mit Mann und Frau, dass in fernerer Zukunft, also nicht heute, nicht morgen und nicht übermorgen und nicht nächstes Jahr, aber in fernerer Zukunft werden die Frauen die Überhand gewinnen in Bezug auf das Regieren der Welt. Werden also die Frauen die starken Männer sein. Aber das ist auch dringend notwendig. Weißt du, wenn du die letzten 10.000 Jahre siehst, wenn du die betrachtest, da haben wir in diesen 10.000 Jahren 250 Jahre Frieden und alle anderen 9.750 Jahre Krieg. Und wären Frauen an den Regierungen gewesen oder in den Regierungen, dann wäre es bestimmt um vieles besser gewesen. Denn die Frauen, die sind viel empfindsamer, feinfühliger und so weiter und so fort. Und sie sind nicht derart auf Machtgier aus, wie das allgemein beim Großteil der Männer ist. Dann kann man also erwarten, dass wenn die Frauen einmal ans Ruder kommen, also an die Regierung, an die Herrschaft kommen, dass es dann um vieles besser wird. Ja. Aber weißt du, das bedingt natürlich, dass unter den Menschen zwischen Mann und Frau eine Gleichberechtigung zustande kommt. Und das ist sehr schwierig, weil die Männer einfach immer dominieren wollen. Ja. Oder? Und das ist schon seit Jahrtausenden so. Die Frauen sind unterdrückt worden und die haben sich dann natürlich gewehrt, oder? Und dann hat es auch wieder Krieg gegeben, wenn einige Frauen die Macht ergriffen haben und sauer gewesen sind, böse, negativ gewesen sind, schlecht gewesen sind und so weiter und so fort, gegen die Männerwelt Hass aufgebaut hatten, dann hat es natürlich auch wieder Krieg gegeben. Aber wenn mal die Zeit kommt, dass das wirklich so ist, dann wird sich vieles zum Besseren ändern. Das sieht man auch bereits heute, wo in Konzernen und so weiter Frauen die Macht haben, dass Geschäfte besser geführt werden, menschlicher geführt werden als bei Männern. Prophetien, die ändern sich darum, weil sie nicht etwas Fixes sind. Prophetien sind keine Voraussagen. Eine Voraussage, die trifft hundertprozentig zu. Das weißt du auch von den Voraussagen, die in den Kontaktberichten gemacht wurden. Prophetien sind etwas ganz anderes. Das ist eine Möglichkeit, die eintreffen kann, wenn die Menschen im gleichen Stil weitermachen, wie sie bis anhin getan haben. Dann erfüllen sich Prophetien. Werden aber die Handlungen, die Handlungsweisen geändert in eine bessere Form, dann ändert sich auch das Gesamte in Bezug auf die Prophetie und dann muss sie sich nicht erfüllen. Bis jetzt ist es entgegen der Prophetie. Es haben sich so viele Dinge ereignet, dass sich das vorderhand einmal nicht erfüllt. Oder? Weil sich viele Dinge geändert haben. Bei Voraussagen ist es aber so, die
sind in der Zukunft gesehen worden, hat man in die Zukunft geschaut, wie es sich wirklich zugetragen hat. Und dann, wenn eine Voraussage gemacht wird, dann trifft sie auch 100%ig zu. Dann gibt es aber noch die Wahrscheinlichkeitsberechnungen, wo du zum Beispiel mit 70 oder 80% eine Sache angehst, die du sagst, die wird sich in Zukunft ereignen, wenn im gleichen Rahmen weiter gehandelt wird. Es ist ähnlich wie eine Prophetie. Es ist aber eine Berechnung. Und die nennt sich dann Wahrscheinlichkeitsberechnung. Und die Prophetie, die beruht einzig und allein darauf, was Ursache und Wirkung ist. Wenn hier eine Ursache ist, ergibt das eine ganz bestimmte Wirkung, wenn in der gleichen Art und Weise weitergearbeitet wird. Dann kommt das Kausalgesetz zur Geltung. Ist also Ursache und Wirkung, ist also eine Prophetie. Für sich beginnt die Geisteslehre bereits da, wenn der Mensch geboren wird. Ja? Ja, durch das, dass die Eltern den Kindern die Dinge erklären, nicht missionierend, Ja. nicht zwingend, nicht mit Gewalt, sondern in Liebe, Ehre und Würde einfach erklären, wie sich die schöpferischen Gesetze und Gebote verhalten, wie sich der Mensch verhalten muss, wie er sich benehmen muss, wie er seine Verhaltensweisen pflegen muss, wie er denken muss, wie er fühlen muss und so weiter und so fort. Das beginnt schon, eigentlich schon nach der Geburt. Moment. Ja. Aber es darf nicht so sein, dass es eingepaukt wird wie bei einer Religion oder Sekte. Es muss frei sein, in Liebe sein, ohne irgendwelchen Zwang, ohne irgendwelche Gewalt, ohne irgendwelche Beeinflussung. Es darf nur Erklärung sein. Ja, weißt du, die Geisteslehre, die enthält viele schöpferische Gesetze und Gebote, die in der Geisteslehre erklärt werden in der Art und Weise, was der Mensch lernen soll, wie er lernen soll und was er leben soll und wie er leben soll. Ja. Das wirkt sich also dann auf das gesamte Leben des Menschen aus. Wenn der Mensch die Geisteslehre befolgt. Das sind ja Richtlinien, Gesetze und Gebote und Richtlinien, die befolgt werden sollen, zuallererst studiert werden, das ist wichtig, wirklich, dass im Gedächtnis, in der Erinnerung bleibt. Und dann muss es auch verstanden werden und nachvollzogen werden, also getan werden. Das steigert die Schnelligkeit der Evolution. Je mehr gelernt wird, umso schneller kommt der Mensch voran. Das weißt auch du, das weiß die Amy, das wissen die zwei Herren hier, das weiß jedermann, der ein bisschen Vernunft hat im Kopf. Je mehr das gelernt wird, umso wissender wird der Mensch. Und aus dem Wissen heraus wird die Essenz zur Weisheit. Das sind Schwingungen der Sympathie oder Antipathie. Das sind Schwingungen, die vom Gedanken und vom Gefühl ausgehen und von der Psyche und
rundum andere Menschen treffen können. Und wenn andere Menschen sensibel genug sind, feinfühlig genug sind, dann können sie diese Schwingungen aufnehmen. Und das ist bei jedem so, wenn irgendjemand kommt, der sympathisch ist, dann freut sich der andere. Kommt jemand, der unsympathisch ist, dann freut sich der andere nicht. Dann gibt es Ärger. Und so ist es eben dann auch, wenn ein unsympathischer Mensch kommt, dann gibt es unfriedliche Stimmung. Ja, unfriedlich. Ja. Kommt aber ein sympathischer Mensch, dann wird die Stimmung friedlich und harmonisch. Andernfalls aber bei Negativen disharmonisch. Das ist an und für sich eine einfache Frage und einfach zu beantworten. Es geht darum, jeder Mensch ist grundverschieden von seinem Nächsten. Jeder Mensch hat eine völlig andere Intelligenz als sein Nächsten. Und sein Verstand, seine Vernunft, seine Intelligenz, die sind grundverschieden in der Art und Weise, wie es eben Menschen gibt. Wir haben 8,3 Milliarden, also das heißt bei euch ja Trillionen. Oh, ja. 8,3 Trillionen Menschen, also Ja. nach uns 8,3 Milliarden Menschen. Ja. Und jeder Mensch ist derart grundverschieden, dass keiner die genau gleichen Werte und sonstigen Dinge, Interessen und so weiter hat, nicht genau das gleiche Wissen und so weiter, folglich alles grundverschieden ist. Der eine, der hat so viel Intelligenz, der andere so viel Intelligenz, der andere nur so viel Intelligenz. Oder? Verschiedene. Und mit dem Interesse für irgendwelche Dinge, ob es nun Geisteslehre ist oder einfach, ob es um die Wirklichkeit und deren Wahrheit geht, ob es um sonst irgendeine Sache geht und so weiter und so fort, ist das derart grundverschieden, dass kein Mensch genau gleich weit entwickelt ist wie sein Nächster. Es sind also 8,3 Milliarden Differenzen unter den Menschen. Und so kommt es, der eine, der ist weiterentwickelt, bewusstseinsmäßig weiterentwickelt als der andere. Der kommt sehr viel früher mit irgendwelchen Fragen in Bezug auf Geisteslehre und das Leben und so weiter und so fort. Der andere, der ein bisschen weniger weit entwickelt ist, kommt eben ein bisschen später. Und gemäß der bewusstseinsmäßigen Evolution bildet sich auch das Interesse für schöpferisch-geistige Belange und so weiter, schöpferisch-natürliche Gesetze und Gebote, für die Lebensweise, für ein Studium, für ein Wissen oder sonst für irgendetwas. Es ist nicht einfach auf die nördliche Hemisphäre beschränkt, sondern es bezieht sich auf die ganze Welt. Aber von alters her wurde bestimmt, dass die nächste Lehre, die gebracht wird, also die uralte Lehre der Propheten, Lehre der Wahrheit, Lehre des Geistes, Lehre des Lebens, wie sie sich nennt, in der neuen Zeit nicht mehr in einem unterentwickelten Land
gebracht werden soll, sondern in einem Land, wo eine gute Bildung ist, also Education, eine gute Bildung ist und wo im Land und im ganzen Staat eigentlich Frieden herrscht. Und dass von da aus, von diesem Ort, das ist jetzt eben mal die Schweiz, oder? Dass von da aus dann alles über die ganze Welt verbreitet wird. Ja. Und wir haben eigentlich schon in der ganzen Welt haben wir Kontakte. Wir haben hier in ganz Europa, Frankreich, Spanien, Portugal, Deutschland, Italien, Österreich, dann Belgien, Holland und Russland, Litauen, Polen, Tschechien und so weiter haben wir genauso Kontakte, wo wir die Lehre verbreiten wie in Japan, neuerdings jetzt auch in China, dann in Nigeria, in Israel und viele andere Länder, Amerika natürlich, Kanada. Für die Sicherheit ist es besser in der nördlichen Hemisphäre. Ja. Denn im Süden drunten, da ist, wie soll ich sagen, weißt du, da ist alles praktisch im Aufruhr. Da kannst du Südamerika nehmen, verschiedene Staaten von Südamerika, da kannst du Arabien nehmen, da kannst du Afrika nehmen. Ja. Überall ist es dasselbe. Ja. Und die Sicherheit, dass du die Lehre gut und besser kannst verbreiten von einem Ort aus, das ist natürlich die Schweiz in der nördlichen Hemisphäre. Das habe ich noch vergessen zu sagen. Sorry. Wir haben heute eine ganz andere Zeit als noch vor 2000 Jahren oder noch mehr 1000 Jahre zurück. Und wir haben heute sehr viele Möglichkeiten in technischer Art und Weise, wie zum Beispiel eben durch das Internet, oder? Und wir haben Computer, wo wir schreiben können und das muss jetzt alles ausgenutzt werden und da bedeutet also eben, dass sehr viel Arbeit mehr geleistet werden muss als früher. Eigentlich hätte ich 8 Bücher schreiben sollen, es sind heute über 50, alles zusammen, dann sind viele hunderte Artikel, Kleinschriften und so weiter und so fort. Und das muss eben ausgenutzt werden mit dieser Technik, die wir heute haben, in dieser Zeit, die uns gegeben ist, um die Mission in dieser Art und Weise verbreiten zu können. Das war früher nicht möglich. Da musst du, wenn du etwas gesagt hast, hast du jemand gebraucht, der es noch aufgeschrieben hat, weil keine Zeit geblieben ist, um es selbst zu schreiben. Heute schreibe ich alles selbst. Nicht mehr die anderen. Dafür habe ich meinen Computer, früher habe ich meine Schreibmaschine gehabt. Und das ist der Weg von heute. Und daher, weil diese Möglichkeiten gegeben sind, so finde ich persönlich, muss sehr viel mehr geleistet werden, es muss hart gearbeitet werden und es darf nicht auf der faulen Haut rumgesessen werden, wie wir sagen. Normalerweise sollte eine Familie höchstens 3 Kinder haben, auch heute. Ja. Und schon von Alters her. Nicht 10, 20 oder 25, wie man hier in der Schweiz auch haben, 25 Kinder in einer Familie, das ist hirnrissig, das ist verrückt. Ja, verrückt. Oder? Mehr als 3 Kinder sollten in einer Familie nicht sein. Es geht auch darum, dass die Kinder die richtige Aufmerksamkeit von den Eltern bekommen
und von der Umwelt bekommen, von der Schule und so weiter, dass die Kinder in richtiger Art und Weise belehrt werden können und die Kinder lernen können, was nicht mehr möglich ist, wenn mehr Kinder sind. Auch die Aufmerksamkeit von Mutter und Vater kann nicht allen Kindern gleichmäßig gegeben werden, wenn mehr Kinder sind. Und andererseits verhindert das, dass eine Überbevölkerung zustande kommt. Wenn nur 3 Kinder sind, dann gleicht sich das immer aus mit Geburten, Sterben und Wiedergeburten und so. Wenn aber mehr Kinder gezeugt werden, dann entsteht immer größere Überbevölkerung. Und das ist eben das Grundlegende, das eingedämmt werden müsste, und zwar dadurch, dass weltweit eine Geburtenregelung zustande kommt, dass einerseits die Überbevölkerung wieder abgebaut wird, dass alles so geregelt werden muss, dass in einer Familie nur noch zur bestimmten Zeit Kinder gezeugt werden dürfen. Das ist die einzige Möglichkeit, auf humane Art und Weise die Überbevölkerung zu reduzieren, damit mehr Sterbefälle in Erscheinung treten, als dass Geburten zustande kommen. Und wenn dann die Normalbevölkerung wiederhergestellt ist, dann hat die Geburtenkontrolle derart gegriffen, dass den Menschen hier droben geschaltet hat, was Verstand und was Vernunft ist und wie gehandelt werden muss, damit nicht Kinder aufgestellt werden, wie das bei Kaninchen oder Meerschweinchen oder Mäusen ist, die massenweise Nachkommen zeugen. Es dürfen nur 3 Kinder pro Familie. Also wenn zum Beispiel ein Mann mehrere Frauen hat, wenn Bigamie gegeben ist, dann kann er von jeder Frau 3 Kinder haben, aber nicht mehr. Nicht. Aber in der sogenannten zivilisierten Welt ist es ja so, dass Monogamie herrscht, oder? Und da ist also in der Monogamie wären also auch nur 3 Kinder erlaubt. Einfach pro Frau 3 Kinder. Künstliche Befruchtung, das ist nicht das, was des Korrekten ist. Das ist wider die Gesetze und Gebote der schöpferischen Natur. Es gibt im ganzen Universum keine Lebensform außer dem Menschen, der so verrückt ist und künstliche Befruchtungen macht. Das macht kein Tier, das machen nur die Menschen. Und die Menschen natürlich auch bei den Tieren durch künstliche Befruchtung. Und die Regel, die ist an und für sich die, wenn Menschen unverheiratet bleiben wollen und keine Kinder haben, dann sollen sie auch keine Kinder haben. Oder? An und für sich ist, wenn 2 Menschen zusammen sind, ob sie nun verheiratet sind oder nicht, wenn sie ein Paar sind, eine Gemeinschaft bilden, ein Bündnis bilden, dann sind sie auch berechtigt, um 3 Kinder zu haben. Okay. Und was ledige Mütter sind, die keine Verbindung haben mit einem Mann, die sollten eben keine Kinder auf die Welt stellen. Und zwar nicht deswegen, weil das verboten wäre, das ist es nicht von schöpferisch gesetzmäßigen Ansichten aus, sondern einfach darum, weil jedes Kind
braucht nicht nur eine Mutter, sondern auch einen Vater. Das ist Und wenn ledige Mütter sind, ist in der Regel das Problem derart, dass kein Vater vorhanden ist, dass sich der nicht um die Kinder kümmert, und das gibt dann schlechten Einfluss auf die Kinder. Und die werden es dann in der Regel sehr viel schwerer haben im Leben, um durchzukommen und etwas zu erreichen, als Kinder, die eben Vater und Mutter haben. Verboten ist es nicht, dass ledige Frauen Kinder haben. Absolut nicht. Das steht nirgendwo geschrieben. Das sagt auch kein schöpferisches Gesetz. Aber rein menschlich gesehen ist es eben so, dass es nicht sein sollte, aus dem Grund, wenn kein Vater vorhanden ist, der auch für das Kind da ist und für das Kind zusammen mit der Mutter sorgt, dass diese Kinder dann Schwierigkeiten haben im Leben. Das ist eigentlich die Regel. Das fragt sich immer, welche Menschen rundum sind, ob ein Rassismus herrscht oder nicht. An und für sich sind Kinder, die gemischt sind zwischen zwei verschiedenen Völkern und so, absolut kein Problem. Nur sollte es nicht übertrieben werden, dass Völkervermischungen im Großen zustande kommen, sondern dass eben die einzelnen Völker sich selbst bleiben. Aber wenn so trotzdem Kinder entstehen, dann ist das kein Problem. Denn das sind Menschen wie alle anderen Menschen auch, ob sie nun Mixkinder sind oder nicht, das spielt absolut keine Rolle. Sie haben auch die genau gleichen Rechte und Pflichten als Menschen wie alle anderen auch. Danke. Das Problem ist einfach der Rassismus, der Fremdenhass. Das ist sehr stark ausgeprägt auf unserer Welt. Besonders in Deutschland und Amerika und Russland ist das sehr stark ausgeprägt. Und auch bei den reinen Islamisten. Ich rede nicht vom Glauben Islam, sondern ich rede von den Islamisten, die ausgeartet sind und Terror veranstalten und so weiter und so fort. Und das hat nichts mit den Gläubigen des Islam zu tun. Der Islam ist eine Religion wie das Christentum, der Buddhismus, Hinduismus, Zaraismus und weiß ich was alles. Das ist einfach das große Problem, das wir haben auf dieser Welt. Das siehst du, was mit Neonazi ist, oder in Amerika drüben zum Beispiel, ganz verbreitet in Gesamtamerika, in den großen Gefängnissen, der Aryan Brotherhood und all diese Dinge, das große Probleme. Und das sind die alles kaputt machen. Ja, Ku Klux Klan ist auch genau dasselbe. Das geht noch lange. Leider. Weißt du, wenn du in Amerika zum Beispiel die Aryan Brotherhood siehst, das ist eine Machtgesellschaft, eine Machtorganisation, genauso wie der Ku Klux Klan. Und genauso wie die Freikämpfer da, weißt du, die Legionäre und alles das, ist genau dasselbe. Oder die Verrückten, die einfach irgendwo Terror machen, wie Al-Qaida und weiß ich was alles. Es ist überall rund um die Welt ist dasselbe Problem diesbezüglich. Und dann hat man noch Verrückte an den Regierungen, die irgendwelche Dinge unternehmen, die völlig falsch sind, die den Hass dann noch weiter schüren, oder, und alles noch weiter vorantreiben, was im Bösen ist. Das siehst du auch jetzt wieder drunten in Syrien, wo die Welt schweigt dazu. Sie machen nur große Worte rundum, ob es bei der NATO ist, ob es bei der EU ist oder bei der UNO ist oder bei irgendeinem Staat. Statt dass das Richtige getan wird, wird nur Blödsinn gebaut, Verrücktheiten gemacht.
internationale Friedenskampftruppe, das wäre das einzig Richtige, die das Recht hat, in jedem Land Frieden zu schaffen, sobald irgendetwas aufkommt, und dann die Armeen entwaffnen, dass kein Krieg, kein Terror mehr geführt werden kann und so weiter. Und die Machthaber, wie zum Beispiel Assad in Syrien drunten, die müssten ausrangiert werden, verhaftet werden und deportiert werden, in Verbannung geschickt. Und diese Dinge werden einfach nicht getan. Die Menschheit sieht einfach zu, wie Tausende, Zigtausende, Hunderttausende von Menschen ermordet werden, und es wird nichts getan. Heimlich werden noch Waffen geliefert, dass sie erst recht alle anderen umbringen können und so weiter und so fort. Das Unterbewusstsein und das Bewusstsein, das arbeitet nicht in dem Rahmen zusammen, dass das Bewusstsein das verstehen kann, was das Unterbewusstsein bringt. Das Unterbewusstsein, das bringt in der Regel Symbolik. Und die Symbolik, die muss durch Nachdenken, muss die ausgelegt werden, durch Traumdeutung und so weiter und so fort. Ja, eben weil sie symbolisch sind. Träume sind in der Regel immer symbolisch. Und die müssen ausgelegt werden durch eine Traumdeutung, und sonst bleiben sie eben unbeantwortet. Träume, die unrealistisch sind, das sind auch wiederum Symbole, die ausgelegt werden müssen. Alle Träume scheinen vielfach eben unrealistisch zu sein, aber die müssen ausgelegt werden durch Traumdeutung. Das ist eben schwierig, es geht alles in der gleichen Regel immer weiter. Es ist die Auslegung, die notwendig ist, um Träume zu deuten, um sie auszulegen, um zu sehen, was wirklich hinter den Träumen verborgen ist. Ob es einfach nur ein Tagestraum ist, wo das Tagesgeschehen symbolisch wiederholt wird, oder ob es sich um irgendwelche Träume handelt, die irgendetwas von der Zukunft in sich bergen, oder irgendein Geschehen, das sich ereignet hat oder ereignen wird, je nachdem, was es eben ist. Und das ist sehr schwierig herauszufinden. Das braucht sehr große Gehirnarbeit, um das deuten zu können, und dann muss man die Traumdeutung, Symbolik muss man kennen und so weiter und so fort. Und auch selbst Fantasie genug haben, um die Träume auslegen zu können, zu sehen oder zu ergründen, was hinter den Träumen versteckt ist, was verborgen ist hinter den Träumen. Automatisch in den Gedanken. Jeder Gedanke ist eine Macht. Sobald er gedacht wird, ist er eine Kraft, eine Energie, die Kraft entwickelt und damit also eine Macht bedeutet. Das ist automatisch. Macht, Kraft, Energie ist automatisch in einem Gedanken.
Die musst du nicht separat entwickeln. Es geht nur darum, ob ein Gedanke eben konzentriert ist oder nicht. Ob er sachbezogen konzentriert ist oder nicht. Eine 9-jährige Frau hat Mohammed nie gehabt. Das ist alles Lüge. Das ist alles Erfindung und Lüge. Mohammed hat nie ein Kind zur Frau genommen. Das waren nicht viele. Nicht viel. Das war eigentlich nur die Hauptfrau, die Aisha. Das war seine Hauptfrau in seinem Leben. Das wird alles im Meer versinken. Im Laufe der Zeit, es geht nicht mehr lang, es kommt immer schlimmer mit dem Hochwasser, weil die Gletscher schmelzen, der Nordpol schmilzt, der Südpol schmilzt, Grönland schmilzt und das lässt den Meeresspiegel steigen und überschwemmt die indonesischen Inseln. Ja, natürlich, das ist eine Mitfolge des Ganzen durch die Stürme, die in Erscheinung treten und durch die Erdbeben und so weiter. Aber allein dadurch, dass die Inseln verschwinden werden, die sehr tief sind, keine große Erhöhungen haben, die werden überschwemmt vom Meereswasser, weil der Meeresspiegel steigt. Also durch das Schmelzen des Eises entsteht immer mehr flüssiges Wasser und dadurch werden die Inseln überschwemmt. Es wird nicht diskriminiert, sondern es war so, dass in Amerika eine Frage gestellt wurde über Lee Elders an die amerikanische Regierung, dass diese hätte Kontakt über mich pflegen können mit den Plejaren, um Antworten zu erhalten, um Fragen stellen zu können und so weiter, um den Fortschritt zu fördern. Und das wurde abgelehnt. Und daher wollen die Plejaren nichts zu tun haben mit Amerika. Wenn die einmal sagen, wir wollen nicht, dann bleibt es auch so. Sie machen nicht hin und her. Nein, das ist nicht verboten, aber in Amerika ist es wie nirgendwo in der Welt sonst schwierig, eine Gruppe zu bilden, weil die Leute in irgendeiner anderen Art und Weise denken und handeln, als dass es wirklich notwendig ist und dass es möglich wäre, eine Gruppe zu bilden. Wir haben eine Gruppe aufgebaut in San Diego, ist abgebrochen, zerbrochen, zerstört. In Los Angeles war genau dasselbe, in Oklahoma war genau dasselbe und in Florida genau dasselbe. Die Leute in Amerika drüben, die können sich nicht in eine spezielle Ordnung einfügen, die haben verrückte Gedanken von einer Freiheit, die nicht Freiheit ist, sondern die Zwang ist und so weiter und so fort. Und so ist eine Gruppe niemals richtig zustande gekommen, sondern ist immer wieder zerbrochen. Der Einzige, der wirklich bei der Sache geblieben ist seit rund 30 Jahren oder 25 Jahren, das ist der Michael Horn da drüben. Oder?
Und dem hat man jetzt zugestanden, dass er einfach die gleichen Rechte hat, wie eine Landesgruppe hat. Dass er also Bücher übersetzen und Schriften übersetzen kann und diese auch verkaufen kann in den Vereinigten Staaten. Und mit anderen Gruppen, wo wirklich mehrere Personen waren, das hat nicht geklappt, weil einfach verrückte Gedanken der Freiheit, verrückte Gedanken der Ordnung herrschen, dass keine Ordnung und kein Frieden in der Gruppe zustande kommen kann und dann muss es scheitern und Gruppen werden wieder zerstört. Ist verrücktes amerikanisches Denken, weißt du, das ist genau gleich wie mit Todesstrafe, ein völlig verrücktes Denken, ja, vieles verrücktes Denken. Und auf diese Art und Weise kann keine Gruppe zustande kommen. Es gibt Regeln, die eingehalten werden müssen, dass eine ganz bestimmte Ordnung herrscht. Und das ist in Amerika einfach nicht möglich. Das siehst du mit der ganzen Politik, die da drüben ist, die Organisationen, die da sind, die Krawall machen, die Terror machen und alles Mögliche. Jeder will sein eigenes Süpplein kochen. Siehst du, und das geht einfach nicht. Wenn jeder sein eigenes Süpplein kochen will, dann gibt es Differenzen, gibt Streit, gibt Unfrieden und so weiter und so fort. Und es kann keine Ordnung zustande kommen. Es kann nichts wirklich Gutes entstehen daraus. Und dann muss es wieder zerbrechen, es wird wieder zerstört von den Menschen selbst, die etwas beginnen wollen. Und das ist bereits 4-mal geschehen in Amerika drüben, mit 4 Gruppen. Weißt du, und dann will einer kommen, der will der große Boss sein, will einen Guru spielen oder sonst irgendetwas und das ist völlig fehl am Platz, das geht nicht. Es kann kein Boss sein, sondern es können nur Mitglieder sein in einer Gruppe, die haben alle dieselben Rechte. Es gibt keinen Boss, der so macht, oder? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es muss eine Demokratie herrschen. Und ja, genau. Und Gedanken müssen frei sein und jedes kann seine eigene Meinung haben und über diese Meinungen kann man miteinander reden und diskutieren und das Beste daraus finden. Und wenn irgendetwas beschlossen wird, dann muss es so sein, dass es für alle richtig ist. In der Regierung ist es deshalb nicht mehr besser, weil Obama dort ist. Obama hat gute Ideen, aber er kann sie nicht verwirklichen, weil zu viele rundum sind, genau nach dem System, die alles immer kaputt machen. Da kann ein Präsident gute Ideen bringen, um Frieden zu halten oder etwas zu bringen, wie zum Beispiel die Krankenversicherung, dann kommen die Nächsten wieder und machen wieder so. Völlig verrückt. Ja. Das geht in Amerika, in der Schweiz geht es nicht. In der Schweiz hat das Volk etwas zu sagen. Da bestimmt das Volk. Und in Amerika bestimmen die, die oben sind in der Regierung und die Geld haben. Und das ist sehr schlecht. Das kann nie eine wirkliche Demokratie geben auf diese Art und Weise. Der Fortschritt, der ist dort genauso gegeben wie hier auf der Erde, natürlich nur in weit fortgeschrittener, in entwickelterer Form als hier auf der Erde.
Und Kämpfe führen sie nicht mehr aus, also wenn du damit Kriege meinst, das haben sie nicht mehr, das gibt es in ihrer ganzen Föderation überhaupt nicht mehr. Es gibt keinen Terrorismus, keine Kriminalität und keine Kriege. Da sind alle angehalten zu lernen, gemäß den schöpferischen Gesetzen und Geboten, um sich persönlich zu entwickeln, mental zu entwickeln und so weiter und so fort. Und um die schöpferischen Gesetze kennenzulernen, zu verstehen und nachzuvollziehen. Als Menschen haben natürlich auch die Plejaren irgendwelche Probleme, die sie zu bewältigen haben. Auch in Bezug auf Kindererziehung und Kinderbeaufsichtigung und alles Mögliche. Da haben sie genauso Probleme wie überall anders, nur nicht in dem Rahmen, wie es hier in unserer Welt auf der Erde eben der Fall ist. Hier ist alles so unlogisch und überbordend, das ist dort eben nicht der Fall. Da wenn Probleme auftauchen oder Meinungsverschiedenheiten auftauchen, dann ist das in einem gesetzten Rahmen, wo es also nicht ausartet. Hier auf der Erde, wenn irgendwelche Probleme kommen, dann arten sie in der Regel aus Unlogik oder aus Eifersucht oder aus Hass oder sonst irgendetwas. Leider. Bei den Plejaren gibt es keine Drogen. Wenn irgendwelche Schocks auftauchen, dann werden die rein psychologisch gelöst. Und die Menschen, die werden von klein auf, werden sie bereits belehrt, um selbst in psychologischer Art und Weise das eigene Verhalten und die eigenen Verhaltensweisen unter Kontrolle zu halten und wenn irgendwelche Dinge auftauchen, diese selbst zu lösen in vernünftiger Art und Weise. Und wenn das nicht möglich sein sollte, dann sind gute Psychologen vorhanden, die mit den Menschen arbeiten können und solche Schocks überwinden können. Aber in der Regel ist es so geartet bei den Plejaren, dass sie diese Schocks, wenn irgendwelche auftreten, diese selbst bewältigen können. Ja. Das ist auch bei uns auf der Erde ist das möglich. Es fragt sich nur immer, wie der Mensch erzogen wurde, wie seine Erziehung war, wie er gelernt hat, mit sich selbst in psychologischer Art und Weise umzugehen. Das wird leider sehr vernachlässigt hier auf der Erde und so sind wenige Menschen, die sich eben selbst psychologisch behandeln können und nicht ausflippen. Und die meisten, bei denen das dann eben doch geschieht, die haben nie gelernt, sich selbst psychologisch zu betrachten und psychologisch mit sich selbst richtig umzugehen. Vater und Mutter sind gleichermaßen eigentlich in die Erziehung einbezogen, in die Kinder. Aber der wichtigere Teil in Bezug auf das Leben selbst, auf die Lebenshaltung, auf die Lebensführung und die Lebensverhaltensweise, ist eigentlich der wichtigere Teil, der von der Mutter kommt. Weil die Mutter direkt bezogen ist zu den Kindern, weil sie da die Kinder geboren hat und eine nähere Verbindung hat zu den Kindern und sie in dieser Art und Weise besser belehren kann in Bezug auf die gesamte Mentalität, auf die Verhaltensweisen, auf das Lernen, Erlernen und Erklären der schöpferischen Gesetze und Gebote und so weiter und so fort.
Das ist also der weit wichtigere Teil, der lebensmäßig gegeben ist in Bezug auf die Verhaltensweisen der Nachkommen, also der Kinder. Denn der Vater, der hat ganz andere Aufgaben und die beziehen sich auf das direkte Leben, auf das Materielle und so weiter selbst. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Teil, aber das hat nichts zu tun mit den Verhaltensweisen, um Menschlichkeit zu zeigen, um ein Mitgefühl aufzubauen für sich selbst sowie für die Mitmenschen, um Liebe zu lernen und Liebe zu pflegen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich das Belang der Mutter. Und das ist sehr viel wichtiger als nur das Materielle. Aber grundsätzlich zur Erziehung sind eben beide notwendig und wichtig, Vater wie Mutter. Aber eben die Mutter spielt eine größere Rolle in Bezug auf diese Erziehung, die sich auf die Menschlichkeit, auf die Liebe und die Ehrlichkeit und alles das, auf das Selbstbewusstsein und alles das bezieht, was durch die Mutter eigentlich den Kindern gelehrt werden muss durch die Erziehung. Barfußlaufen ist immer gesund. Nur sollte es eben natürlicher Boden sein und nicht knallharter Beton oder dergleichen. Du kannst auch auf Holzböden laufen und so weiter und so fort. Aber es ist einfach der natürliche Grund, der natürliche Boden ist das Gesündeste für den Menschen, um zu laufen darauf. Mit Schuhen oder was es dann ist, mit Galoschen, mit Finken und weiß ich was alles, das ist nicht gerade das Gesündeste. Das Gesündeste ist immer noch das Barfußlaufen. Aber in der heutigen Zeit ist das kaum mehr möglich, weil überall ist Betonstraßen, Asphaltstraßen und dergleichen. Und da sind in der Regel Schuhe notwendig, besonders im Sommer, wenn es heiß ist, weil der Asphalt heiß wird, der Beton heiß wird und das mögen die Füße dann nicht mehr ertragen. Also musst du etwas unter den Sohlen haben, wie Schuhsohlen und so weiter.